Hallo zusammen. Die meisten kennen mich genau so. Aber aktuell sehe ich ja so aus. Bisher habe ich eigentlich immer Kontaktlinsen getragen. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber jetzt will ich mir einen Traum erfüllen. Und zwar will ich mir meine Augen lasern lassen. Ob das klappt, sehen wir im Laufe des Videos. Ich hoffe ja. Heute bin ich 36 Jahre alt und seit ca. 23 Jahren davon bin ich offiziell kurzsichtig. Mit 13 in der Schule die Brillenschlange zu sein, war nicht sehr cool. Also das Selbstbewusstsein von einem Jungen stärkt es nicht unbedingt. Das kann ich euch versichern. Und wie ihr alle wisst, nur einer von 10 findet Mobbing doof. Irgendwann bin ich auf Kontaktlinsen umgestiegen. Und das funktionierte eigentlich ganz gut. Bis vor 2 Monaten circa ich Kontakt hatte mit ein paar Bekannten von mir und die haben mich auf die Relax Smile Methode aufmerksam gemacht. Relax Smile, was erzählt ihr davon Spaß? Ich dachte Augen-OP und keine Zahn-OP. Ja, es ist korrekt. Relax Smile heißt ein Augenoperationsverfahren, was nach der sogenannten Schlüssellochmethode, minimalinvasiv oder wie auch immer man es nennen will, funktioniert. Und das gibt es offiziell in Deutschland seit 2011. Und ja, das hat halt wirklich nur Vorteile im Vergleich zur klassischen Augenlasertechnologie, die es so gibt. Und als ich davon gehört habe, habe ich gesagt, das machst du jetzt. Dazu muss man sagen, dass man mit der Relax Smile Methode nur Kurzsichtigkeiten und Hornhautverkrümmung korrigieren kann, heißt keine Weitsichtigkeiten. Aber meine Werte passten soweit, also habe ich direkt einen Termin gemacht und der ist übermorgen. Den Termin habe ich circa vor einem Monat gemacht und in der Zwischenzeit habe ich mit sehr vielen bekannten Verwandten gesprochen und die gefragt, ob sie nicht vielleicht auch Interesse hätten an einer Augen-OP. Viele waren genauso wie ich an der Relax Smile Methode sehr interessiert. Aber spätestens als ich sagte, dass ich die Augen-OP gerne in Prag machen würde, da hörte ich nur ein viel Glück. Genau. Die meisten von denen haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, der will nach Prag, weil es da so billig ist. Ja, wenn es so wäre, also ich glaube einfach nur für billig würde ich jetzt nicht nach Prag gehen, um mir die Augen operieren zu lassen. Dafür ist mein Augenlicht mir viel zu wertvoll. Warum ich nach Prag eigentlich will, ist, dass ich diese Bekannten kenne, die mich auf die Relax Smile Methode aufmerksam gemacht haben. Die waren bereits in Prag und haben sich da operieren lassen und sind beide sehr zufrieden. Als auch, dass die Klinik, ich kann es ja hier sagen, das ist die Optum Klinik in Prag. Die hat mittlerweile über 10.000 Relax Smile Operationen hinter sich und ist damit halt relativ erfahren. In Deutschland hingegen ist die Methode noch nicht so verbreitet und es gibt tatsächlich noch gar nicht so viele Kliniken, die das anbieten, und wenn sie es anbieten, dann erst maximal ein paar Jahre. Und an der Stelle ist es für mich eindeutig der Punkt, okay, ja, es ist günstiger in Prag, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber die haben auch mehr Erfahrung und ich habe gute Referenzen. Deshalb nehme ich euch heute mit auf die Reise nach Prag mit meiner Augen-OP und werde euch ein bisschen über die Erfahrung der Relax Smile Methode und die Behandlung bei Optum in Prag erzählen. Wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Jetzt geht's nach Prag. Kurz nach 4. Hauptbahnhof. Ab nach Düsseldorf. Nicht viel los hier. So, komische Easy-Ticket funktioniert nicht. Jetzt mit aufs Video. Also wie Affenmenschen am Automaten ein Ticket gekauft. 4:16 Uhr am Bahnsteig. Was passiert? Natürlich, Verspätung. Nächste Station Düsseldorf Flughafen. Wir haben jetzt kurz vor 5 und es ist schon fast viel los.
Naja, nicht wirklich. So, in Prag angekommen. Es ist 8:24 Uhr und jetzt geht's weiter zur U-Bahn. Oder zum Bus. Ne, erst zum Bus, dann zur U-Bahn. Bis später. So, da hinten sieht man das gute Gebäude. Da drin auf der 8. Etage findet nachher meine OP statt. Ich bin gespannt. Da ist Klinik. Da. Achso. Ja. Da. Da. Oh, da. Ja, da ist Hotel. Da. Mal gucken, welchen Stock wir eingecheckt werden. So, Voruntersuchung ist durch. Heißt, die Ärztin hat meine Sehstärke, Augendruck und Hornhautstärke gemessen. Werte sind alle in Ordnung. Heißt, ich bin für die Relax-Smile-Methode geeignet. Das ist ja auch die ich haben will. Und ja, jetzt machen sie die ganzen Vertragsunterlagen fertig. Haben aktuell noch relativ viel zu tun. Heißt, um 14 Uhr geht es bei uns weiter. Dann kann ich da rein. Dann werde ich diese Brille endlich los. Und danach melde ich mich nochmal. Bis gleich. Und da bin ich wieder, und zwar jetzt operiert. Bedeutet, ich habe jetzt diese wunderschöne James Bond Brille an, die die Arzthelferin quasi mir gegeben hat. Aber hier im Hotel muss ich die nicht tragen, zum Glück. Im Endeffekt ist die Brille dafür da, damit ja, die Augen jetzt vor Wind und Sonne geschützt sind. Meine Lichtempfindlichkeit ist alles in Ordnung soweit, finde ich. Ja, nichtsdestotrotz erzähle ich ein bisschen. 14 Uhr waren wir da, haben soweit alles unterschrieben. Dann wurde ich relativ schnell reingebeten, um ja, vorbereitet zu werden. Heißt, ich habe alle meine elektrischen Sachen abgeben müssen. Habe dann ein Haarnetz aufbekommen, habe Augentropfen bekommen zur Betäubung. Und kurze Zeit später bin ich dann auch schon in den, naja, nennen wir es mal OP. Im Endeffekt ist das dieser Laser Master 5000 irgendwas. Da kann man sich dann halt hinlegen. Ja, und dann kam auch schon der Chefarzt, hat mich da so reingedreht, meinte, wir kleben jetzt ein bisschen was ab. Haben erst das linke Auge abgeklebt, in den rechten Augen den Spreizer reingemacht. Dann kam halt der Laser schon und dann meinten sie, guck mal ins grüne Licht. Dann habe ich ins grüne Licht geguckt. Das grüne Licht wurde immer weniger. Dann hat der Arzt halt da so ein bisschen ja, Details über die OP könnt ihr euch in anderen Videos angucken, ist jetzt hier uninteressant. Gefühlstechnisch hat man nicht viel gemerkt. Es war nicht unangenehm, aber ungewohnt, wenn da halt irgendwie auf einmal das Augenlicht verschwindet. Dann nochmal das andere Auge, ja, dann war es das schon. Dann habe ich nochmal 2 Schutzlinsen drauf bekommen, damit, wenn man halt draußen ist, da nichts reinkommt in diesen 2,5 mm Schnitt. Ja, dann nochmal Viertelstunde Ruheraum und dann wurden wir mehr oder weniger schon entlassen. Ich habe eine größere Menge an Augentropfen bekommen, die jetzt für die nächsten Wochen nötig sind. Und jetzt sind wir wieder im Hotel. Meine Sicht ist, ja, also die Schärfe ist da, heißt auf Entfernung sehe ich viel und scharf, aber es ist alles noch sehr, sehr neblig. Und wir gehen jetzt trotzdem nochmal in die Stadt, wir müssen nochmal was essen. Und ich hoffe, dass morgen früh der Nebel verschwunden ist. Wir werden es sehen. Bis später. Guten Morgen zusammen. So, jetzt. Jetzt ist es soweit. Ich kann endlich nach draußen gucken und sehe immer noch Nebel. Ja, aber ich glaube,
Das liegt jetzt weniger an mir, weil hier drinnen sieht es schon ein bisschen schärfer aus. Also Schärfe hier drin ist gut. Hier drin im Zimmer ist es auch wenig neblig. Aber draußen ist es sehr neblig. Und ich gucke jetzt mal, ob ich in den 25. Flur komme. 24. Flur komme und auf den Rooftop, um euch ein bisschen Nebelaussicht zu zeigen. Bis gleich. Stadtrundgang beendet, ein bisschen was gegessen und fertig gemacht. Und jetzt sitzen wir schon wieder am Flughafen und warten auf den Flieger. Und dann geht es gleich Richtung Düsseldorf zurück und dann hoffentlich ohne Verspätung der Bahn wieder zurück nach Oberhausen. Die Metro und die Busse hier in Prag sind wirklich super. Tagesticket kostet 4,50 €, also wirklich ein Schnapper. Und damit kann man dann den ganzen Tag rumfahren, jede Metro nutzen. Super cool. Also ich melde mich dann gleich nochmal wieder aus Deutschland und dann gibt es noch eine Zusammenfassung von mir, wenn ich wieder zu Hause bin. Willkommen in Düsseldorf. Willkommen bei der Deutschen Bahn. Der Flieger hatte 20 Minuten Verspätung, hat aber alles soweit aufgeholt. Das heißt, wir sind pünktlich gelandet in Düsseldorf, danke Eurowings. Die Deutsche Bahn hingegen hat einmal 40 Minuten Verspätung. Der zweite Zug fällt aus, sodass wir jetzt noch mal ein paar Minütchen auf den nächsten Zug warten müssen. Mal gucken, ob das noch was wird. So, kurze Bestandsaufnahme jetzt. Wir haben gerade Samstagabend. Heißt, wir sind gestern gut nach Hause gekommen. Heute den ganzen Tag soweit gut erlebt. Ich kann schon am Computer arbeiten. Das heißt, falls jemand sich die Frage stellt, kann ich 2 Tage nach der OP schon wieder irgendwie arbeiten. Das funktioniert, es ist aber noch nicht prickelnd. Heißt, es ist immer noch so eine Aura um Lichtquellen, Bildschirme etc. drumherum. Also angenehm ist es nicht unbedingt, aber man kann arbeiten. Autofahren im Hellen, würde ich sagen, funktioniert. Im Dunkeln sind tatsächlich entgegenkommende Lichter sehr blendend. Mit der dunklen Sonnenbrille kann man kein Auto fahren im Dunkeln, dann ist es viel zu dunkel. Aber ja, ansonsten kann man sich schon problemlos bewegen. Auch der Weg gestern durch die Stadt wäre eigentlich gar kein Problem gewesen. Ich tropfe halt alle 2 Stunden mit der Tränenflüssigkeit nach. Und ja, so wird es halt eigentlich von Stunde zu Stunde besser. Das Studiolicht hier jetzt ist tatsächlich ein bisschen hell. Deswegen mache ich das gleich auch direkt wieder aus. Aber ich wollte euch einen Status geben, wie es halt so ist. Heißt, jetzt knapp 50 Stunden nach der OP. Ich würde sagen, ich bin so bei 85%. Und freue mich auf die nächsten Tage, wo es immer und immer besser wird. Und ich werde nochmal berichten, so in einer Woche wahrscheinlich. Bis später. So, 2 Wochen sind nun um. Das heißt, vor genau 2 Wochen war die Operation. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ich bin zufrieden. Also es ist tatsächlich mittlerweile ein Zustand angelangt, wo ich echt sage, wenn es so bleibt, bin ich echt zufrieden. Es ist so, ich habe immer noch keine Schmerzen, es tut immer noch nicht weh und ich sehe alles, was ich sehen muss. Ich nehme immer noch meine Tropfen, klar, sind ja auch verordnet. Aber ich habe halt immer noch einen Schein. Ich habe jetzt meine Scheinwerfer hier wieder auf volle Helligkeit. Das heißt, Licht tut mir nichts mehr. Das ist super. Aber wenn man kleine Punktlichtquellen hat, dann haben die immer noch so eine Aura um sich rum. Die ist noch da. Die ist noch, je nach Farbe würde ich sagen. Heute habe ich in der Firma, haben wir so Statuslämpchen. Und da gab es halt blaue LEDs und genau dieser blaue Farbton quasi, der hat halt noch ein bisschen mehr geschienen als zum Beispiel grün. Ja, aber im Endeffekt, ich merke, dass es immer noch von Tag zu Tag besser wird und dementsprechend, bin ich sehr zuversichtlich,
dass ich in einer Woche schon wieder hier sitze und dann erzähle, dass es noch besser geworden ist. Wir werden sehen, bleibt dran. Bis später. So, 4 Wochen sind rum. Quasi die, ich nenne es mal Regelgenesungszeit, wo soweit alles wieder in Ordnung sein sollte. Laut Oftum dauert der komplette Heilungsprozess bis zu ein halbes Jahr. Aber also im Endeffekt für mich ist es so, als ob es schon abgeschlossen wäre. Ich merke keinen Unterschied mehr zu früher, wo ich Kontaktlinsen getragen habe. Heißt, ich sehe alles ganz normal. Ich kann ganz normal arbeiten. Ich kann in Licht gucken. Ich kann nachts Auto fahren. Ich kann Lichter sehen, Weihnachtsdekoration oder sonst irgendwas. Alles gar kein Problem. Genauso wie früher mit den Kontaktlinsen. Nur halt, dass ich keine Kontaktlinsen habe. Heißt, für mich, ich sehe nachts den Wecker. Ich weiß, wie viel Uhr es ist. Ich brauche keine Kontaktlinsen rein oder raus zu tun. Und ja, ich spare so Geld. Die Rechnung kommt gleich noch. Ansonsten, ich habe keine Probleme, wenn ich irgendwie was ins Auge kriege. Ich kann ganz normal meine Augen reiben. Das konnte ich mit Kontaktlinsen nie. Wenn ich was ins Auge kriege, alles gar kein Problem. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Entscheidung, mir die Augen lasern haben zu lassen. Also wirklich, es war eine gute Entscheidung und es war für mich preislich sogar sehr sinnvoll. Warum? Wir gucken uns mal an, was der ganze Spaß gekostet hat. Inklusive Reise, inklusive Hotel und allem drum und dran. Also, ich blende es mal irgendwo ein. Das erste war natürlich die Behandlung. Die Behandlung hat 2.700 € gekostet. Das ist definitiv eine Stange Geld, aber das ist so circa genau die Hälfte, was es in Deutschland kosten würde. Wenn ich jetzt hier einfach ins Augenlaserzentrum gehe, dann sagen die auch, okay, kostet 2.700 € pro Auge. Nochmals, ich bin jetzt nicht nach Prag gefahren, um das Geld zu sparen, sondern weil ich da einfach sehr gute Rezensionen hatte. Leute, die mir da positiv von berichtet haben, dass das da alles sehr gut geklappt hat. Und deswegen an der Stelle war das meine Wahl. Der zweitgrößte Punkt, den es gibt, ist der Flug. Ich war ja mit meiner Frau unterwegs und wir haben für beide Personen Flugticket hin und zurück aus Düsseldorf nach Prag direkt haben wir 320 € bezahlt. Dann kam als nächster Punkt ist das Hotel. Wir haben ja vor der OP eingecheckt und sind dann mehr oder weniger vor der Nachkontrolle haben wir wieder ausgecheckt und haben uns dann halt Prag angeschaut. Heißt im Endeffekt eine Übernachtung mit Frühstück für 2 Personen hat jetzt auch nochmal 90 € gekostet. In Prag waren wir hauptsächlich mit der U-Bahn unterwegs. Die funktioniert deutlich besser als die Deutsche Bahn. Und da haben wir für die Tickets, für 2x2 Tagestickets, weil da gibt es halt Tagestickets für einen guten Preis, haben wir insgesamt 30 € bezahlt. Für die Besichtigungen, die wir dann halt am Freitag gemacht haben, waren auch nochmal ca. 50 € für die Museen. Und da wir im Hotel nur gefrühstückt haben, waren wir logischerweise auch in Prag unterwegs, um zu essen. Also sowohl am Donnerstag als auch am Freitag haben wir halt es uns relativ gut gehen lassen in Prag. Da sind insgesamt 90 € fürs Essen draufgegangen. Und für die weitere Verpflegung, Getränke, Proviant etc. pp. Waren es auch nochmal 20 €. Das heißt, ich komme insgesamt auf 3.300 € für einen zweitägigen Städtetrip nach Prag inklusive Augenlaser-OP. Der Freitag war tatsächlich eigentlich problemlos machbar von den Augen her. Das war halt auch so eine Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Okay, kann ich tatsächlich direkt nach der OP, also einen Tag nach der OP, mir Prag anschauen? Am Donnerstag nach der OP muss man nicht. Am Freitag, also quasi eine Nacht später, würde ich sagen, kann man definitiv machen. Man kann sich Museen angucken, man kann sich die Stadt angucken, das funktioniert soweit. Was ist jetzt noch zu tun?
Also man muss tatsächlich sagen, theoretisch dürfte ich gerade kein Auto fahren. Ich habe meinen Führerschein mit 18 gemacht. Als ich 18 war, habe ich schon Brille getragen. Dementsprechend steht bei mir im Führerschein die lustige 1. Unten in den Bemerkungen heißt, dass ich eine Sehhilfe tragen muss, wenn ich Auto fahre. Und diese Sehhilfe müsste ich theoretisch jetzt auch tragen, obwohl ich ganz normal sehe. Bei der Nachkontrolle wurde direkt auch ein Sehtest gemacht. Und ich habe einen Zettel mit diesem Sehtestergebnis. Und mit diesem Sehtestergebnis, wo dann halt draufsteht, dass ich keine Sehhilfe trage, kann ich jetzt zum Straßenverkehrsamt und meinen Führerschein neu beantragen, damit die 1 da wegmachen. Nebenher, wir haben letztes Jahr auch nochmal den B96 Zusatzschein gemacht und den wollen wir uns da auch eintragen lassen. Heißt, wir müssen jetzt einmal neue Bilder machen und dann können wir uns neue Führerscheine machen lassen und bei mir wird dann halt keine 1 mehr da drin stehen. Das war es soweit von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt bezüglich der OP, wie es verlaufen ist, ob ich Schmerzen hatte, ich hatte keine Schmerzen, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde, soweit ich es schaffe, entsprechend beantworten. Optum als Firma, als Klinik kann ich empfehlen. Es war wirklich problemlos. Alle haben Deutsch gesprochen. Alle waren nett, es gab keine Probleme, es gab keine langen Wartezeiten, die Leute waren alle sehr, sehr bemüht. Von meiner Seite, ich habe es nicht bereut, es ist eine sehr gute Erscheinung gewesen und gut, jetzt sind erst 4 Wochen um, aber ich sehe halt schon alles, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt irgendwie wieder rapid schlechter wird, ist relativ gering. Wenn sich da was ändern wird, werde ich natürlich darüber berichten, aber ich glaube nicht, weil warum? Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, zu Optum gegangen zu sein. Ich bin zufrieden, dass mir die Bekannten davon erzählt haben, mit der Smile Relax Methode operiert worden zu sein. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Wenn ihr darüber nachdenkt, meldet euch da einfach, gebt eure Daten durch, checkt, ob das funktionieren kann oder nicht. Und dann fliegt nach Prag oder fahrt nach Prag. Bei uns war es halt wirklich, dadurch, dass morgens und abends der Flieger lief, wirklich sehr, sehr praktisch. Lasst euch operieren, schaut euch Prag an und genießt das Leben ohne Sehhilfe. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.